Eine ganz wichtige Lektion. Niemals den Spaß verlieren, Leute, auch wenn es dem Darm schlecht läuft. Sei ruhig. Und Natalie hasst mich dafür, dass ich immer Witze von ihr mache. Du hast selten Witze. Wenn es ihr schlecht Vor allen Dingen gute Witze. Das kannst du nämlich gar nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon wieder unterwegs. Und zwar geht es jetzt ins MBK-Einkaufszentrum. Denn uns ist am Flughafen in Bali leider etwas abgenommen worden. Und das ist Nathalies sehr geliebter Moskitoschläger gewesen. Ohne den kann Nathalie leider in Asien nicht überleben, weil sie ist ein absoluter Moskitomagnet und deswegen müssen wir jetzt wieder einen holen. Ich bin sehr beliebt bei den Moskitos. Ja. Und den dabei zu haben, das ist natürlich ein großes Gepäckstück nochmal, aber es ist schon sehr, sehr vorteilhaft, wenn du einfach im Zimmer so einen Moskitoschläger hast und dir keine Gedanken darüber machen musst, dass du die mit der Hand fängst oder so. Deswegen Mitten in der Nacht. holen wir uns heute auf jeden Fall ein. Hier gibt es ja in Bangkok genug Malls und genug Läden mit irgendwelchen Gadgets. Also da werden wir schon fündig in den Haushaltswaren. Und ansonsten haben wir heute Abend noch einen sehr schönen Restaurantbesuch geplant, und zwar im Blue Elephant. Falls es jemand was sagt, das ist ein sehr, sehr beliebtes Restaurant, ein thailändisches Restaurant in Bangkok. Und ja, das probieren wir mal aus. Und auch da haben wir es wieder geschafft, es für umsonst zu bekommen. Und zwar haben wir einen Gutschein von 150 €, den man über die American Express auch bekommt. Aber Das über ist, die Platin. Ich weiß nicht, ob das bei der Gold auch dabei ist. genau, das ist ein Restaurantguthaben mit teilnehmenden Restaurants. Und da wir das die letzten 2 Jahre nicht einmal benutzt haben, haben wir gedacht, jetzt komm, hauen wir das raus. Und ja, ich bin gespannt, was wir dafür bekommen. So, wir sind angekommen, nachdem wir für, ich glaube, 3 Kilometer gefühlt 15 Minuten gebraucht haben. Nein, eine halbe Stunde sind wir gefahren. Oder eine halbe Stunde, ja. Ich habe kein Zeitgefühl. Auf jeden Fall sind wir auf der falschen Seite vom Aufzug, von der Rolltreppe. Ja. Und müssen jetzt in den 5. Stock, denn dort gibt es einen Mr. DIY-Laden. So geile Klamotten teilweise. Und in einem Mr. DIY-Laden findet man alle möglichen Haushaltswaren, auch Moskitoswatter. Auch Ramsch. Ja. So, die MBK Mall, die ist bekannt dafür, dass es hier alles gibt. Alles. Die Qualität lässt oft zu wünschen übrig, aber wenn jemand Schnäppchen fangen will, dann ist er hier auf jeden Fall richtig. Ja. Jetzt gibt es einen Ja. Hier gibt's teuren Schmuck, günstigen Schmuck, gefälschten Schmuck, Ramsch. genau dasselbe mit Klamotten. Und so sieht's aus. So, wir sind angekommen. Mr. DIY. Das Geile daran ist, oder na, geil ist es nicht, weil hier ist halt einfach vieles aus Plastik. Hier ist alles Ramsch. Alles Ramsch. Im Grunde genommen ist es wie ein riesiger Teddy. Also, Es ist ein Teddy. ja, Baumarkt auf billig. Ja, die sind alle ganz schön groß. Die sind so groß wie ein richtiger Tennisschläger. Und man kann sie leider auch nicht eindrehen. Also den wir hatten, den kann man so 180 Grad einklappen, damit man ihn auch wie als Ja, den Tischlampe Schläger hier, benutzen das kann. Ding. Ja. Scheiße. Warte mal, der hier ist vielleicht ein bisschen kleiner. Damit können wir uns leider nicht zufrieden geben. Deswegen müssen wir uns jetzt auf die Suche begeben nach einem anderen Ramschladen, der welche anbietet, den man einfach um 180 Grad einklappen kann. Ich glaube, Weil, den gibt es nur in Deutschland auf China Amazon. ne, ich habe ihn ja schon auf Lazada gesehen. Das Ding ist halt einfach, du hast nicht viel Platz in deinem Rucksack, und wenn du so einen Schläger, der aus billigstem Plastik besteht, in den Backpack stopfst, der geht direkt kaputt, sobald man den nächsten Ich glaube Transport da hat. nicht dran. Also bei mir würde der sicher überleben. Ich bezweifle es. Ich Deswegen, bin mir sicher. bevor wir jetzt Geld für Plastik ausgeben, wenigstens für gutes Plastik, damit wir lang was davon haben.
Ja, kannst du nicht widersprechen, ne? Kein Kommentar. So, wir sind noch nicht wirklich weitergekommen, dafür ist Natalie ein bisschen weitergekommen. Sie hat Neue AirPods. neue AirPods. Was? Das war auch wirklich. Wie viel hast du bezahlt? 10 Euro? 10 Euro. Ja. Neue AirPods, 3. original für 10 Euro. Aber sie Nein. sind sehr gut, erfüllen ihren Zweck. Nein, hat nicht. Ist auf jeden Fall nicht original, aber der Sound ist eigentlich relativ gut, also warum nicht? Das Ja. müssen sie nur ein bisschen länger halten und dann hat sich das auch schon wieder gelohnt. Ja, weil meine alten, ich habe noch die 1er, die sind schon sowas von durch. Auf dem einen hört man fast gar nichts mehr und ja, auf dem anderen kannst du dann noch erahnen, worum es geht. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Einkaufszentrum. Natalie ist Stimmung ist im Keller. etwas am Leiden, denn sie hat Beinschmerzen, was natürlich nicht gut ist, wenn man so viel an einem Tag laufen muss. Aber wir haben eine Mission, genauso wie gestern, und die werden wir auch wieder erfüllen. Es gibt kein Gehen wir lang, ich glaube, wir müssen Zurück. lang. Unser Weg führt sich durch eine weitere Mall. Wir laufen wir von Mall zu Mall und sind jetzt auf dem Weg zum Big C. Es ist sehr anstrengend. Ja. Ich habe Schmerzen. Also wieder ein Leidensvlog. Aber es kommen auch happier Tage. Es kommen auch glücklichere Tage. Was soll ich sagen? Das ist doch dein Erfolg. Jetzt sind wir hier durch die ganze Stadt gelaufen. Ungefähr eine Stunde lang. Mir tut alles weh. Und jetzt haben wir einen kleineren Moskitotöter gefunden. Dafür haben wir ein paar Schritte am Tag gemacht, was ich sehr gut finde. Und ja, den kann man leider immer noch nicht einklappen. Es ist doch egal. Der soll seinen Zweck erfüllen, Schatz. Kannst du damit denn treffen überhaupt? Ja, du musst du da halt übernehmen. Ich will jetzt wurscht. Also, sogar nicht. If you enjoyed using spicy care and much attention, please try number one of delicious must-buy Thai popular comfort snack to enjoy the taste of Thailand. กลุ่มสแน็คปลาหมึกอบที่คุณต้องไม่พลาดปลาหมึกอบเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเล Sehr gut. เขาทำจากปลาหมึกแท้ Mitarbeiter des Monats. ที่เหมือนของความเผ็ดจัดจ้านอันเป็นเอกลักษณ์เบนโตะ Schatz, pass auf deinen Kopf auf. So, jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einem kleinen Lifesaver. Und zwar hat Natalie seit 2-3 Tagen ein paar Problemchen in ihrem Bauch. Mal ganz nett ausgedrückt. Deswegen, weil wir in Asien sind, haben wir natürlich eine riesige Auswahl an Yakult. Und Oh, erinnerst du dich noch an den hier? Den haben wir doch mal getrunken. ja, da unten Den nehme ich jetzt mit. Die Dinger, die schmecken halt auch einfach extrem gut, aber die helfen wirklich, weil sie halt einfach die Darmflora wieder sehr herstellen. Und ja, hat uns bis jetzt Das war immer das geholfen. erste Mal Bangkok mit allen 3 Metern Stop. Nochmal. Auf einen guten Darm. Darmverbrauch. Wie heißt das? Ach, komm ich drauf. Team Darmflora. Ja. Eine ganz wichtige Lektion. Niemals den Spaß verlieren, Leute, auch wenn es dem Darm schlecht läuft. Sei ruhig. Und Natalie hasst mich dafür, dass ich immer Witze von ihr mache. Du machst selten Witze. Wenn es ihr schlecht Vor geht. allen Dingen gute Witze. Das kannst du nämlich planen, Robert. Hier ist aber Lukas auch denkt was. nämlich, er ist super witzig. Und er hat einen ganz klasse Humor. Aber dem ist nicht so. Nur weil du ihn nicht feierst. Ja, absolut nicht. Also außer mir gibt es noch genug Leute, die über meine Witze lachen. Ja, du vielleicht. Was auch krass ist, Nicht leer. was auch krass ist, irgendwie, wenn wir Deutschen in den Supermarkt gehen, dann achten wir auch eher so auf frische Sachen
und Gemüse. Naja, nicht jeder. Ja, also wir haben es jedenfalls so gemacht damals. Aber die haben hier irgendwie fast alle so Chipstüten und Fertigartikel. Also alles in so kleinen Plastiktüten verpackt und davon irgendwie 20 im Pack. Und da lag teilweise nichts anderes auf dem Fließband. Also Ja, auf jeden Fall müssen wir gleich wieder eine Toilette aufsuchen. der Kult will raus. Das mach ich. Was? Das ist der mach Kult. ich nie wieder. Naja. Bangkok laufen, wenn ich Verdauungsprobleme habe. Also auch gerne mal ein paar Tipps in die Kommentare, was bei Verdauungsproblemen hilft. Ich bin ja ein Riesenfan von Bananen und ja, Kult. Okay. Okay. So, wir sind bei dem Punkt angekommen, wo wir einfach mal ein bisschen sitzen müssen. Nathalies Beine streiken leider immer noch. Jetzt tut nicht nur noch der Fuß weh, sondern auch das Schienbein Nein, meine Hüfte. oder die Hüfte. Ich werde alt. Fast das Gleiche. Deswegen muss sie sich jetzt mal setzen, wie so eine Rentnerin. Ich wollte mich schon die ganze Zeit setzen, aber du willst hier von Mall zu Mall rennen. Ja, wir haben ja auch unsere Fliegenklatsche jetzt gefunden. Und natürlich ist das Plastik auch in Plastik verpackt, ne? Das geht ja Das nicht ist doch eine anders. gute Schutzhülle. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein bisschen sitzen, ein bisschen Zeit totschlagen, bis wir dann später noch zum Restaurant gehen, zum Blue Elephant. Und da freue ich mich schon mega drauf, weil so richtig gutes Essen, da bin ich ein krasser Fan von. Und natürlich immer noch mehr, wenn es umsonst ist. So, es ist mittlerweile früher Abend. Wir sind auch wieder aus der Mall raus und gehen jetzt mal hier draußen gerade ein bisschen spazieren. Nein, wir laufen zum Skytrain, so heißt das Ding. Oder wir laufen zum Skytrain, auch gut. Ja, ist ein langer Tag. Wir haben auch wieder eine kurze Nacht, weil morgen müssen wir auch schon um wie viel Uhr los? Um 4:45 müssen wir da sein. Wir müssen um 4:45 bei der Lompraya Haltestelle sein, um dort unser Ticket zu holen für den Bus. Denn morgen geht es mit dem Bus in Richtung Meer und dann nehmen wir dann die Fähre zu unserem letztendlichen Ziel, wo wir dann auch endlich ankommen und ein bisschen entspannen können. Und ja, bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein paar Ups und Downs geben, aber es ist einfach schön, mal wieder unterwegs zu sein. Wir waren jetzt einfach ein Jahr lang in Indonesien und haben am Ende dann nur noch auf Bali gewohnt, was ein schönes, simples Leben ist, aber uns ist halt irgendwann dann die Decke auf den Kopf gefallen. Ich glaube, dazu müssen wir ein extra Video machen. Ja, dazu gibt es dann nochmal ein extra Video mit ein bisschen Real Talk. Deswegen, auch wenn das Reisen jetzt wieder anstrengend wird, es ist einfach immer wieder schön, was Neues zu entdecken. Und wenn man jetzt gerade auch, so wie wir seit fast 2 Jahren unterwegs ist, dann ist es einfach schwer, eine längere Zeit irgendwo zu wohnen, weil man 1,5 Jahre lang unterwegs war und immer wieder neue Sachen gesehen hat. Und das ist wie eine Sucht. Also da kommt man nicht so schnell raus. Und ja, aber eine Routine ist natürlich auch manchmal schön. Hier in Bangkok weihnachtet es schon sehr. Es ist ein wunderschöner Weihnachtsbaum, der da steht. Hier vor der Central World. Und ja, die Straßendekoration ist auch schon da. Sieht man jetzt nicht so gut. Und ansonsten gibt es sonst noch was zu erzählen? Nein, wir fahren jetzt schon mal zum Essen. Ja, In der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Tisch 1,5 Stunden früher kriegen. ja, wir fahren jetzt schon mal in Richtung Blue Elephant. Skytrain. Geil. Ach, eine Sache wollte ich noch sagen.
in vielen Großstädten in Asien ist es echt ein Problem, als Fußgänger unterwegs zu sein, weil die meisten Leute einfach immer mit dem Transportmittel, mit Motorbikes, mit Mototaxis oder mit dem Bus oder mit Autos unterwegs sind. Und es einfach echt ein krasser Leidensweg ist, wenn man zu Fuß laufen möchte. Hier in Bangkok ist es eigentlich relativ gut geregelt, denn hier gibt es eigentlich an jeder großen Straße Fußgängerwege und zwischen den einzelnen Hotspots, wie zum Beispiel den Malls, Jetzt wird's aber laut. zwischen den einzelnen Hotspots, wie zum Beispiel den Malls, gibt es nämlich auch so Verbindungsstücke, die sind hier über uns. Und ja, das ist dann einfach wie ein gerader Weg für 10 bis 20 Minuten und man kann sich sehr gut connecten damit. Geh hoch. Oh, Treppenstein. Oh Gott, was ist denn da jetzt Rukia und was ist da Bad? Föhn? Ja, hat bestimmt. Yeah, thank you. Ja, und so sieht der Bahnhof aus. Fragen, wann die nächste Bahn kommt. Also daher, dass hier keiner ist, gehe ich davon aus, dass die nächste Bahn erstmal nicht fährt. Dass die gerade da war, wahrscheinlich. Ja, haben wir auch gehört über uns. Na gut, dann warten wir halt ein bisschen. An der Zeit. Ja. Sonst noch irgendwas zu erzählen? Nein. Okay. Bis gleich. Da gehen wir jetzt gleich hin. Und das Blue Elephant gibt es, glaube ich, 4-mal in Thailand. Bangkok, Phuket und sonst noch an 2 anderen Orten. Und es ist wohl richtig berühmt. Das gibt's auf der ganzen Welt. Gibt es das auf der ganzen Welt? Okay. Habe ich wieder Müll gelabert. Naja, aber ich glaube 4-mal in Thailand. Und ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie gut es wirklich ist.